China pusht immer mehr, um immer mehr mitreden zu können. Was passiert mit uns ist unmenschlich. Andere Bewilligung zum da Nein, ist ja öffentlicher Raum, oder? Tibet ist ein Opfer von der guten Beziehungen zwischen China und der Schweiz. Der Herbst ist es 60 Jahre her, seit die ersten tibetischen Geflüchteten in die Schweiz gekommen sind. Es sind Waisen, deren Eltern im Kampf um die Freiheit ihrer Heimat oder auf der Flucht über den Himalaya umgekommen sind. Sie sind geflüchtet, nachdem in den 50er Jahren die chinesische Volksbefreiungsfront in Tibet einmarschiert ist und das Land besetzt hat. Damals war die Schweiz ein mega Tibet-freundliches Land und hat Geflüchtete sogar aktiv zu uns geholt. Aber das Verhältnis zwischen Tibet und der Schweiz hat sich in den letzten Jahren ziemlich geändert. Ein Bundesrat wollte sich nicht die Ehre geben, den Dalai Lama zu empfangen. Doch das politische Klima hat gedreht. Protestierende Tibeter sind heute unerwünscht. Ich wollte in diesem Film der Frage nachgehen, wie sich das Verhältnis zwischen der Schweiz und Tibet in den letzten Jahren verändert hat, an was die Veränderung liegt und was das für die tibetische Community bedeutet. Auf Eschwiesenstraße nach Südwesten Richtung Emplerstraße starten. Dann machen wir das jetzt. Gut. Also, wir gehen jetzt zum FC Tibet Sarne Pilatus. Es ist ein Fußballverein und in diesem Verein spielen ganz verschiedene Leute. Es hat abgewiesene Asylbewerber, es hat angenommene Asylbewerber. Und ich finde es noch spannend, um dort mal hineinzuschauen, weil es sind so viele verschiedene Hintergründe, so viele verschiedene Erfahrungen. Ich weiss aber voll noch nicht, was mich erwartet, weil ich habe bis jetzt nur mit ihrem Trainer Kontakt gehabt. Ich habe gesagt, ja, komm einfach vorbei, komm ins Training, es reden alle mit dir. Und jetzt müssen wir halt einfach mal schauen. Es war recht schwer, um tibetische Geflüchtete zu finden, die bereit sind, sich vor der Kamera zu äußern. Viele haben Angst, dass die chinesischen Behörden das Video sehen könnten und ihre Familie in Tibet unter Druck setzen. Hallo. Hallo. Sind wir euch richtig? Ich nehme an, du bist der Stefan. Hallo, ja, ich bin richtig. Hallo, machen wir so. Hallo, das ist der Marius. Marius, hoi Marius. Wir werden zwar von allen herzlich begrüßt, aber wir merken schnell, ganz so einfach wird das mit dem Filmen auch da nicht. Alle sind. Diese 5. Die darf man nicht sehen. Die darf man nicht sagen. Ja, wir haben ja eigentlich mit verschiedenen Leuten zu reden, als wir hierher gekommen sind. Es ist recht schwer, weil viele wollen sich nicht äußern vor der Kamera. Ja, sie haben natürlich Angst. Angst für ihre Familie in Tibet, Angst für Familie auch hier. Und ja, sie wollen das nicht gefährden, das, was sie hier aufgebaut haben. Sie drei reden dann aber gleich mit mir. Sie sind alle schon länger in der Schweiz, aber ihre Asylgesuche sind abgelehnt worden. Darum leben sie von der Nothilfe. Wir haben ein Zimmer, haben 6 oder 7 Bett, aber wir müssen verlassen Nothilfeunterkunft um 8 Uhr und dann wir darf nicht zurückkommen bis 10 Abend. Alle Jahressaison wir müssen diese folgen. Ja. Wir haben kein Papier wie ein Sandpapier und darf auch nicht machen eine freiwillige Arbeit. Es ist so schwieriger. 2019 haben jeden Monat zwischen 15 und 25 TibeterInnen ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt. Mehr als ein Drittel der bearbeiteten Gesuche ist abgelehnt worden. Es ist für tibetische Geflüchtete schwieriger geworden, um in der Schweiz zu verbleiben. Die Schutzquote, also die Zahl von den Leuten, die die Schweiz ganz oder vorläufig aufnimmt, die ist in den letzten 15 Jahren gesunken. Was auch noch interessant ist, die Geflüchteten stehen in der Asylstatistik gar nicht als Tibeter drin. Das Staatssekretariat für Migration hat nämlich 2014 entschieden, dass TibeterInnen, also auch die hier aufgewachsen sind, sich als Angehörige von der Volksrepublik China registrieren lassen. Und nicht mehr wie früher als Staatenlose oder mit Tibet, Klammern Volksrepublik China. SEM hat damals gesagt, es sei eine rein administrative Änderung. Kritikerinnen haben einen politischen Hintergrund vermutet. Wir haben diese Hoffnung, dass wie in 1963 Choice hat Tibetisch willkommen. Bald wir auch bekommen eine gute und positive Entscheidung. Ja. Hallo. 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 Namzo. Ein paar Tage später treffe ich Namzo Reichlin im Büro der tibetischen Jugend in Zürich. Namzo ist 31 und ist seit vielen Jahren in der tibetischen Befreiungsbewegung aktiv. Da bin ich. Ich bin dort mit meinem Bruder auf London an Fackellauf. Bist du dann verhaftet worden? Nein, an dem Tag nicht, am Tag danach.
Und dann sind irgendwie, glaube 4 oder 5 Kastenwege gekommen, von der Seite. Es ist brutal abgegangen. Wir hatten dort so einen 3 Meter Banner. Wir haben versucht, möglichst lange auf dem Platz zu bleiben. Das war so ein kleines Ding. Aber ich meine, ja, sie haben uns nachher so mit Kabelbinder recht eng haben sie es dann abgeführt. Das tönt für mich alles ziemlich extrem. Als ich ein Kind war, ist es noch ein bisschen gemütlicher zu und her gegangen. Als Kind waren wir noch bei der chinesischen Botschaft in Bern. Das war so ein riesiges Tor. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben gesungen, wir haben getanzt und halt auch natürlich Plakate und auch Slogans gerufen. Und ich weiss noch, irgendwie so eine lustige Szene, dass ein Kind gesagt hat, so Amala, also als Mutter auf Tibetisch, ich mag nicht mehr singen. Und sie sagt, jetzt sing weiter. Und so. Das war für mich ganz normal. Wir gehen jetzt auf Bern, die ganze Familie geht, Tagesausflug und wir gehen jetzt dort hin. Aber die Art und Weise, wie sich die tibetische Community öffentlich über die Situation in Tibet äußern kann, hat sich in den letzten Jahren verändert. Freie Meinungsäußerung. Auf das darf man immer pochen. Und wir kennen unsere Rechte in der Schweiz. Und ich finde einfach, die Rechte werden in letzter Zeit extrem unterdrückt. Vor allem eben so Demonstrationen oder halt eben einfach Freedom of Speech, das wird einmal nicht mehr geduldigt. Was sie damit meint, lässt sich gut am Beispiel der letzten 2 Staatsbesuche von China in der Schweiz erklären. Wo 1999 der damalige chinesische Präsident Jiang Zemin auf Bern kam, da hat sie in der Stadt so ausgesehen. Der Jiang Zemin war so hässlich, dass er an der PK nachher gesagt hat: Sie haben nämlich einen guten Freund verloren. Wo 2017 der Xi Jinping in die Schweiz kam, war für den Bundesrat dann klar. Anders als 1999 beim letzten Staatsbesuch Chinas in der Schweiz soll eine diplomatische Verstimmung diesmal vermieden werden. Es hat ein riesiges Sicherheitsaufgebot gegeben. TibeterInnen haben zwar demonstrieren, aber nicht vor dem Bundeshaus und außerdem 3 Stunden, bevor der Xi Jinping überhaupt in Bern war. Danke nochmals für Ihren Besuch und für unsere gute Zusammenarbeit. Und die TibeterInnen, die sich das nicht gefallen lassen wollten, mit denen ist die Polizei ziemlich hart umgesprungen. Für die Namzo ist recht klar, was sich geändert hat. China hat so an Einfluss gewonnen und die Beziehung von den Tibetern zu den Schweizern, finde ich, hat jetzt einfach darunter gelitten, weil sie einfach immer mehr kuschen halt. Was China angeht, erlebe ich nachher mit der Namzo noch etwas, was ich so auch noch nie erlebt habe. Dass sie mit dem Finger auf China zeigt, das erstaunt mich jetzt nicht wirklich. Aber es ist klar, wenn es um Tibet und die Schweiz geht, kommen wir an China nicht vorbei. Darum treffe ich Simona Grano. Sie ist China-Expertin und forscht an der Uni Zürich. Für sie ist klar, dass die Verschlechterung der schweizerisch-tibetischen Beziehungen mit China zu tun hat. Je mehr die Intensivierung stattgefunden hat von der wirtschaftlichen vor allem Beziehungen zwischen der Schweiz und China, je mehr haben es natürlich dann wiederum die Beziehungen zwischen Schweiz und Tibet abgenommen und haben sich verschlechtert, oder? Sie können sich vorstellen natürlich, dass ein Land, das gute wirtschaftliche Interessen mit China hat, ist exponiert an einen gewissen Druck. Ich frage mich immer, wieso denn China immer noch versuchen, so Einfluss zu nehmen auf Tibet und versuchen, dass irgendwie die Leute nicht politisch aktiv sind, nicht sagen, hey, das geht so nicht. Ich meine, eigentlich kann man sagen, es ist eine kleine Community, who cares? Also zuerst, es passt im allgemeinen Design von Xi Jinping und von China seit mindestens 10 Jahren, wenn nicht früher, dass man das Image vom Land verbessern und man wollte der Welt kommunizieren, China hat keine Probleme, nicht einmal mit kleinen Minderheiten. Und zweitens, ich denke immer an den sogenannten Domino-Effekt. Oder? China hat natürlich schon ein riesiges Land mit vielen Minderheiten, die genau an den Grenzgebieten wohnen. Oder? Und oft sind die Minderheiten fühlen sich nicht chinesisch. Oder? Und wenn auch nur eine von diesen Regionen würde außer Kontrolle geraten, hätten sie das sogenannte Risiko, dass auch andere Regionen könnten dann auch natürlich das Gleiche machen. Also von dem her denke ich mir, wie die Diaspora von Tibet auch gut verknüpft ist mit Tibetern, dass die irgendwie auch Angst haben, wenn Tibeter im Ausland aktiv sind, dass es könnte auch dann zu Protestwellen in China selber geben. Zurück zu der Namzo.
Sie will mir noch etwas zeigen. Das ist der Ort, wo ich eigentlich gerne hin würde. Was ich mich schon manchmal so ein bisschen frage, wenn ich dir so zuhöre, ist so, du bist noch nie in Tibet gewesen? Nein. Und trotzdem bist du und die Leute von deiner Community sind so wütig, ihr engagiert euch so fest. Wieso macht ihr das für einen Ort, wo ihr noch gar nie waren? Ja, weil meine Eltern sind ja dort geboren. Sie haben mir ja erzählt, sie mussten flüchten von dort. Es sind mega viele Leute gestorben. Sie haben die ganze Beschämigungen, die ganze Kulturgenozid, die ganze Einmarschierung, das haben sie mitbekommen, also mein Vater vor allem. Mein Vater hat mal gesagt, für ihn wäre es schon genug, wenn es nur 1 Meter Land geben würde, wo Tibet wäre, dann wäre er schon zufrieden. Aber einfach, er will einen Ort schaffen, wo Tibeter wieder Tibeter sein können. Würdest du mal gerne... Sind wir jetzt da? Ja, das ist es. Das ist das chinesische Konsulat. Und kaum sind wir angekommen, hat man uns auch schon bemerkt. Grüezi. Wir sind vom SRF. Wir sind einfach schnell da ein Interview machen. Okay, wie lange jetzt? 10 Minuten, 15, dann sind wir weg. Okay, haben Sie eine Bewilligung zum drehen? Nein, ist ja öffentlicher Raum, oder? Es heisst, wir dürfen ohne Bewilligungsgebäude nicht filmen. Sonst hätte das rechtliche Konsequenzen. Wir bewegen uns ein paar Meter weiter über, auch wenn es eigentlich klar ist. Auf öffentlichem Grund dürfen wir filmen. Wieso war es dir wichtig, um hier hinzukommen? Ja, weil das wäre so der Ort, wo wir eigentlich einmal demonstrieren wollen. Die ganzen Adressaten sind hier rein, aber wir kommen immer noch eine Bewilligung über für dort oben. Und mich macht es dann einfach einmal traurig, wenn man dort oben steht und du sagst irgendetwas, es ist einfach leer. Es kommt nicht an. Ja, es kommt schon an. Ja. Wieso berührt dich das so? Es ist einfach... Es ist immer so... es sind immer mega starke Reden, gute Reden. Und meistens machen wir auch die Demonstrationen und die ganzen Proteste machen wir mehr so auch als Ventil für die vielen Leute, die mega viel erlebt haben. Und, oder wenn irgendetwas passiert in Tibet, dass sie einfach Emotionen auch rauslassen können. Ja. Ich will das eigentlich nicht. Okay. Ich habe immer gesagt, so, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Aktionen machen oder so, habe ich immer gesagt, ich brülle nicht. Aber ich bin mega nahe am Wasserbad. Aber ich stehe auch zu meinen Emotionen und es ist einfach ein emotionales Thema für mich. Weil ich weiss, dass die Leute erleben dort. Und dann werden wir nochmal unterbrochen. Hinter uns kommt ein maskierter Mann auf den Balkon vom Konsulat und fotografiert uns. Hast du gesehen, er ist hier gefüttert gekommen? Ja, ich habe. Hast du gesehen? Er hat uns gefüttert. Fix. Ich finde es irgendwo durch auch scary, dass man das einfach so hinnimmt. Weißt? Und da macht man nichts. Was würdest du dir von der Schweiz erhoffen? Sie sagen immer, ja, bei diesen ganzen wirtschaftlichen Interessen, da probieren wir immer noch ein bisschen Menschenrechte reinzuhaschen und wir das zu erwähnen. Aber das reicht nicht. Genau mit so Sachen wie Demo abriegeln bei einem Staatsbesuch. Was ist das? Was ist das für eine Schweiz? Für mich persönlich müssen dort einfach immer noch die Bestimmungen sein, die in der Bundesverfassung stehen. Man dürfte dort herstehen, man dürfte seine Meinung sagen, man könnte auch einen ruhigen Protest dort abhalten. Aber eigentlich sollte man das Recht haben, um dort zu sein. Und dort stehen und auch etwas können, auch wenn es einfach nur ein Schild ist, man muss ja nicht mal etwas sagen. Und was denkst du, ist es okay, dass die Schweiz für gute Beziehungen mit China Kompromisse eingeht? Schreib mir es doch in die Kommentare. In diesem Video hier sucht Lukas nach Wildnis in der Schweiz. Und wenn du unser Video nicht verpassen willst, dann Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Das Sachen machen. Nein!